Was würdest du sagen, wenn du weltweit eine der ersten Personen bist, die diese Uhr sieht? Ja, du. Genau jetzt. Denn ich bin aktuell der erste und einzige, der diese neue G-Shock Frogman hat. Und das hier ist die Weltpremiere der neuen G-Shock Frogman GW-8200 TPF-1. Und glaube mir, die Uhr ist anders als alles, was G-Shock bisher gemacht hat. Um überhaupt zu verstehen, was die Frogman-Serie überhaupt ist, gehen wir in das Jahr 1993. Dort wurde die allererste Frogman-Uhr vorgestellt, die DW 6300. Und 2023 gab es dann zum 30-jährigen Jubiläum diese Frogman. Und die Frogmans haben eins alle gemeinsam. Und das ist ganz besonders, das asymmetrische Gehäuse. Hier guckt es viel weiter raus als hier. Ich war am Anfang etwas skeptisch und habe gedacht, hey, was ist das denn für ein Mist? Aber es wurde entwickelt, damit die Taucher absolute Bewegungsfreiheit haben. Denn hier drückt nichts rein, weil das Gehäuse eben nach hier unten positioniert ist. Und hier oben haben wir kaum Gehäuse. Deswegen passiert hier halt auch einfach nichts. Das ist halt schon sehr, sehr geil gemacht. Muss man sich dran gewöhnen. Die G-Shock Frogman Modelle sind übrigens alle ISO-zertifiziert. Die Frogman war nie ein Spielzeug. Das war immer eine Werkzeuguhr. Und heute ist sie absoluter Mythos. Und G-Shock bringt wirklich unique Modelle raus. Und der Mix ist wirklich sehr perfekt. Ideal für Sammler und Fans von ganz besonderen Uhren. G-Shock Frogman GW-8200 TPF-1. Der Frogman-Virus fing bei mir mit dieser Giftfrosch-Uhr an. Ist ein etwas anderes Modell, viel größer und hat hier auch eine Krone auf 3 Uhr, was die kleineren Modelle, wie jetzt die Giftgrüne, nicht haben. Als die Uhr rauskam, habe ich glaube ich in Summe 3 Videos gedreht und ich sollte dann nach Hamburg kommen. War für mich irgendwie ganz schlimm. Ich wog zu der Zeit über 100 Kilo. Boah, ich hatte so einen Wasserkopf und musste dann mit in den G-Shock Store und dort haben wir dann die Uhr auseinandergenommen. Alles im allem war das dann letztendlich doch ganz okay, aber für mich war es erstmal der totale Horror. Ich habe mich in meinem Körper da auch nicht wohl gefühlt, wobei ich aktuell auch schon wieder hier meine Kinderschokoladenmaske aufgesetzt habe, pünktlich zu Weihnachten. Also das Zeug geht ja auch weg wie die warmen Semmeln, das ist bei mir leider ganz schlimm. Und als wir dann in Hamburg waren und dann die Uhr auseinandergenommen haben, das ist übrigens ziemlich cool, weil die ganze Uhr kannst du so einzeln auseinandernehmen und auch wieder zusammenbauen. Da wird nichts geklebt und nichts, das wird nur zusammengesteckt, geschraubt und so weiter. Und das Ding ist trotzdem zertifiziert, 200 Meter wasserdicht nach ISO. Das ist wirklich sehr, sehr nice und das wissen einfach die wenigsten, dass diese Frogmans eigentlich für den professionellen Taucher gemacht wurden. Auch interessant, was Farben ausmachen können, ne? Die Uhren wirken gleich vollkommen unterschiedlich, finde ich. Ich habe schon ganz viele Frogmans bei mir im Kanal vorgestellt. Sucht nach Frogman, da findet ihr ganz viele Videos. Nach diesem Giftpfeilfrosch kamen dann ja die MRG-Modelle raus, die teuren. Da haben sich alle gefragt, hä, was soll der Quatsch denn? Gibt doch jetzt nicht 5.000 € für eine Frogman aus. Pustekuchen. Ganz viele haben das gemacht und die Uhren waren ruckzuck ausverkauft. Es gibt hier und da immer noch mal wieder ein paar Modelle, die man kaufen kann, auch noch neu, aber es werden immer weniger. Guckt dort auch in meinem Kanal, alles unten verlinkt. Ich habe zu jeder MRG ein eigenes Video, mindestens eins. Und eine wurde sogar geklaut auf dem Postweg. Die Story, die müsst ihr euch auch reinziehen. Viele von euch wissen ja, wie lange ich mich schon mit G-Shock beschäftige. Ich habe ja hier einige Modelle hier, habe ich ja gerade schon gezeigt, die bunte. Hier schön die Royal Navy in Grau, der Giftpfeilfrosch, die rote. Im Köfferchen habe ich noch das gute Stück mit dem G-Shock Messer, auch limitiert. Ich weiß gar nicht mehr, welche Auflage das waren. 300 Stück, glaube ich. Dann natürlich jetzt das geile Schnittchen, natürlich auch limitiert.
Was ich damit sagen will, ich habe mittlerweile über 200 G-Shock Videos und Shorts erstellt. Allein zum Thema G-Shock. 1, 2 Casios sind auch dabei. Überwiegend natürlich G-Shock. Das jetzt hier, dass ich diese Uhr hier als erster vorstellen darf, das bedeutet mir wirklich wieder sehr, sehr viel. Ich mache das hier nicht, weil es ein Job ist. Ich mache das wirklich, weil ich es liebe. Natürlich hat die Uhr nicht nur Design. Sie ist eine Vollblut-Frogman mit allem, was dazugehört. Was haben wir denn hier alles? Wasserdichtigkeitsklassifizierung nach ISO 6425, 200 Meter, Superilluminator, stoßfest, Solarbetrieb, Mondphasenanzeige, Ebbe- und Flutindikator, Weltzeitfunktion, Stoppfunktion, Timer, 5-Tages-Alarme, Schlummerfunktion, Tastentöne ein, aus, automatischer Kalender mit Datum und Wochentag, 12-24-Stunden-Format, Mineralglas, Titan-Resin-Gehäuse, biobasiertes Resin-Gehäuse, Gehäuse mit IP-Finish, verschraubter Gehäuseboden, biobasiertes Resinarmband, Dornschließe, Ladekontrollanzeige. Und einige werden wieder sagen, oh, Mineralglas, warum kein Saphirglas? Saphirglas ist viel empfindlicher bei Stößen etc. Und das Glas ist hier so tief drin, dass hier mal ein Kratzer reinkommt. Und so ist nahezu nicht ausgeschlossen, kann natürlich passieren, aber bei starken Schlägen ist Mineralglas einfach besser. Und wenn ich als Taucher oder ähnliches mal irgendwo fest gegen einen Stein komme oder so, dann kann es passieren, dass das Saphirglas eben bricht. Und das passiert beim Mineralglas nicht. Ich bin ja auch ganz klar pro Mineralglas. Bäm. Hier noch das gute Stück von vorne am Handgelenk. Wäre mir doch fast bald durch die Lappen gerutscht. Ja, ist eine schöne Größe im Vergleich zu den Kalibern hier. Das sind halt echt eine Ecke größere. Schön voll digital. Mit dem Ebbe- und Flutkalender und so weiter ist das schon wirklich sehr, sehr nice und die fällt halt wirklich auf. Das muss man einfach sagen. Und bei G-Shock ist es bisher immer so gewesen, die Uhren, die stark auffallen, meistens auch die hässlich sind, wo man sagt, boah, es geht gar nicht. Also ich finde das ja jetzt irgendwie auch nicht wirklich schön, aber das ist im Moment eine der teuersten von den alten Modellen. Die sollte man sich halt zur Seite legen. Wenn man Sammler ist, ich werde sie gleich an den Arm machen und schön polarisieren. So muss das sein. Machst du das auch? Eine Sache habe ich noch. Ihr seht hier den Schutz an den Drückern, dass man eben nicht ohne weiteres aus Versehen da dran kommt, sondern ich muss hier schon mit dem Finger rein bei den beiden Drückern. Wenn du eine Uhr willst, die einfach funktioniert, immer und überall, dann ist die Frogman seit über 30 Jahren die Antwort. Und sollte man sie kaufen? Meine ehrliche Einschätzung. Sammler absolut. Frogman-Fans sowieso. Und für alle, die jetzt schon wissen, dass die Uhr limitiert ist und später schwer zu bekommen ist, unbedingt. Das Design polarisiert. Es ist mutig, laut und wild. Aber genau das macht sie zum echten Statement-Piece. Dann gibt es jetzt in Anführungsstrichen noch ein Unboxing, leider ohne Verpackung. Ich zeige euch nur das Foto, weil das hier ein Sample-Modell ist und die kommen immer ohne Verpackung. Der Sales startet übrigens am 14.01., so ist es geplant. Ich sag mal geplant, wir haben ja schon einiges erlebt, dass es nicht immer geklappt hat, aber gehen wir mal davon aus und ihr bekommt die Uhr für 749 €. Für diese Titan Frogman limitiert, so wie sie aussieht, auf jeden Fall absolut gerechtfertigter Preis, wie ich finde. Ich bin mega gespannt. Was haltet ihr von dieser Poison Dart Frogman? Zu viel? Perfekt? Ein Kunstwerk? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen. Wenn ihr weiterhin exklusive First Looks sehen wollt, dann lasst bitte ein Abo da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Und da fällt mir gerade ein, die Bamford, die habe ich auch schon hier, auch schon seit 3 Wochen, schon viel länger. Bin noch nicht dazu gekommen, sie vorzustellen, aber das ausführliche Review kommt natürlich auch. Aktuell gerade in UK erhältlich, aber sie kommt auch nach Deutschland. Ihr könnt beruhigt sein. Also haut rein, bis dahin, macht's gut, ciao.